Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Runde 2 unserer Early Access Reihe. Wir spielen heute wieder mit der Webcam, die absolut wackelt, wenn ich mich irgendwie bewege. Gratuliere. Aber leider nur immer notgedrungen, weil die Kamera noch immer nicht möchte. So, wir spielen heute auf jeden Fall Black Forest. Es gibt dann nachher ein Story-Part, sobald es ein bisschen, glaube ich, weiter ist in ihrem Herstellungsstadium. Im Moment ist es halt original eher so, ich glaube, es ist derzeit auf Sandbox ausgelegt. Schwer zu sagen für mich, ich bin ja so ein Sandbox-Spieler. Was ich so gelesen habe, ist, dass es in Black Forest in Deutschland spielt. Aber in einem Fantasy-Genre. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich das Tutorial angeben mit den Controls. Welcome to the Black Forest tutorial. First part, basic gameplay. You've probably played similar games, so the basic camera controls should be familiar. Move the camera with the WASD, cursor keys, or holding the middle mouse button and dragging the mouse. Try it. Wait. You can rotate with the Q and E keys or by holding the right mouse button and dragging the mouse. You can zoom using the mouse scroll wheel right now. Easy. Building is a big part of the game. To build something, select first the category and then the actual building from the building bar, bottom center of the screen. A ghost image of your building will appear. It is green when you can build in that location and red when you can't. Try to build any building you want now. Vorgefertigt, das feiere ich schon. Boah, der wird übrigens langsam. Ich bin einfach normal. Ich glaube, das passt. Das passt. So, ich schaue jetzt nur nochmal, ob ich das irgendwie fixiert kriege. Das letzte Mal haben wir es gar nicht so schlecht gehabt. So, lassen wir. Tor, Watchtower. Einwohner sogar jetzt gleich mit Stein. Burning Ball. Okay. Das sind wahrscheinlich Häuser. Jawohl. Das ist der Brunnen und Markt und alles mögliche, was man für die Wirtschaft brauchen könnte. Das ist wahrscheinlich Nahrung, jawohl, das ist Nahrung, Bauen, Schmied, etc. Ja, wobei Nahrung haben wir hier nochmal extra, dann ist das eher Verkauf, also so ein Lager, etc. Das ist original Tierhaltung. Das ist wahrscheinlich dann irgendwo mal meditiert. Na, nehmen wir. Und die können auch in den Wald gehen. Gut. Boah, Alter, das ist stockdunkel. Okay. Das ist schon mal ein richtig cooles Future. Ich meine, es ist halt gewöhnungsbedürftig,
Aber ich finde das gerade ziemlich cool. Your peasants are now building. You see them working and you can see the buildings slowly coming together. How long it takes is written in the description of each building. Just hover the cursor over a building button to get those details. You can also speed up time on the top left until they are finished. Construction, and in fact all other work, stops during the night when your peasants go to sleep. It will continue in the morning. Note that, unlike other city builder games, your population does not increase just because you build another house. Ja, von der In Lautstärke her fact, geht's so. on most maps your population never increases and the starting peasants are all you have. Make them well. From what will be the topic of the next tutorial. Die vermehrten... Resource management is part of the game in Black Forest. You can see the resources currently stored around the village in the bottom right corner. Food is necessary for your peasants to survive. Every peasant eats 2 units of food per day, one at sunrise and one at sunset. As you can see, your current food stored will only last you a few days. So let's get more. Click. There are 3 sources of food. First, you can gather food in the forest, mostly mushrooms and berries. This is the easiest, always available, but with the lowest yield. To send peasants into the forest, click on the rightmost button in the build bar. In the dialog, select how many peasants you want to send for what. Send 3 peasants out to gather food now. Okay. The other 2 sources you can build. Fields provide a large amount of food, but take several days to grow until you can harvest them. Animal pens provide you with daily supplies of eggs or milk. You can also wait for 1 or 2 days for it to collect, but if you wait too long, some of it will spoil. There is 1 field ready to harvest and 1 chicken pen with eggs. Harvest the field and collect the eggs by clicking on the field and pen and choosing these options from the action menu that will pop up. Irgendwo so ein Chicken Ding. Das ist außer neu. Bist du? And 1 chicken pen with eggs. This is chicken, no, hut. Hut. Ah. Wow. Wow. Aber das ist kein no eggs to collect. Also, ich würde es ja gerne, aber hier sind noch keine Eier. Ich finde die Nachtfrequenz ziemlich cool. Also die Idee feiere ein wenig. Aber wenn es fragwürdig finde, dass da keiner Wache hätte. Well done. This will take a while. If it is running late in the day or you are impatient, you can also speed it up by sending more people to harvest or collect. Simply choose the same option again. Wait a while until these actions. Wood, stone and metal are resources for construction and repair of buildings. Simple buildings need only wood, but more sturdy buildings need stone, and many workshops need metal as well. The only source of these resources is the forest. Send out peasants in the same way you did for food.
Click on the rightmost building icon, then select the number and resource. Note that you can only smelt ore into metal if your village has a smithy. Send at least 3 peasants out to gather wood now. Also ein bisschen ist da... Also die The Sprache... final resource is your workforce. Every peasant can act as a worker. So. Wood, stone and Sorry. metal are resources Den for müssen wir natürlich noch construction erledigen, and sobald repair of buildings. die Nacht fertig ist. Simple buildings need only wood, but more sturdy buildings need stone, and many workshops need metal as well. The only source of these resources is the forest. Send out peasants in the same way you did for food. Click on the rightmost building icon, then select the number and resource. Note that you can only smelt ore into metal if your village has a smithy. Send at least 3 peasants out to gather wood now. Ich finde es schon faszinierend, dass der scheinbar ein Mann erledigt hat, also mal wieder das ganze Spiel quasi ein Mann erstellt hat und die Audio selber aufgenommen hat. Also ich muss sagen, das ist respektabel. Auch wenn ich da jetzt glaube ich gerade einen Widerhall gehört habe. Aber gut. Man muss ja nicht darüber diskutieren, wie die Soundchecks bei mir oft sind. Bloß wenn ich mit der Kamera Brettspiele aufnehme. Wer im Glashaus sitzt, so sollte nichts sagen dazu. Aber ich feiere das jedes Mal, wenn einer oder wenige ein ganzes Spiel aufzieht. Die Mechanik hat was von Banished. Habe ich glaube ich schon mal gespielt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Banished aufgenommen haben damals. Foundation nicht wirklich. Foundation ist so ein bisschen. Ja doch, wobei ein wenig haucht es an Foundation, finde ich. Wobei man die Spiele nicht vergleichen kann, weil das hier ja jetzt doch eher Richtung Banished geht, weil ich stelle es mir schwerer vor, was das Management angeht. The final resource is your workforce. Every peasant can act as a worker, so your total workforce is equal to your population. At the very bottom center you can see how many people you have and how many are currently busy. For more details, click on the icon with 3 heads in the bottom left options bar. A window with all your peasants, their age, current task, and health and hunger bars will appear. Notice that peasants live in families, 1 family per house. You can click on their names to have the camera show you their home. Click Next to continue. Nein, das funktioniert nicht. Hey. Peasants can fall ill from lack of food or sleeping in the cold, if their homes are destroyed, or in winter if they have no wood for heating. When their health is very low, they are unable to work. Getting regular meals will replenish health. Children fall sick easier than adults. When all your peasants are dead, you have lost the game. Click Next to continue. Das heißt, ich kann mit einem Peasant spielen. The cost of construction for each building can be seen when you open the building bar at the bottom and hover over the icon of a building. A tooltip window will tell you exactly how much of which resources you need and will inform you if you cannot build something because resources are lacking. Repairing a building also uses up resources, but less than building it, because some of the damaged parts can be reused. Demolishing a building has a chance to recover some resources as well. Okay. Es ist also sehr, sehr, sehr Ressourcenmanagement. Was ich zum einen ziemlich feiere. Und zum anderen, es ist halt schwierig zu sagen, wie das Spiel auf Dauer aufgeht, aber wir schauen uns mal auf jeden Fall das komplette Tutorial durch.
In Black Forest, your village is attacked at night by creatures of the forest and more horrible monsters, if you believe the tall tales of survivors. To prevent your villagers from being eaten in their sleep, you must prepare defenses. Note that peasants are not warriors. There are no options to fight the monsters in this game. Click Next to learn the basics of defense. Dieses Klicken war übrigens nicht das war der Typ bei Aufnahme aufnehmen. Okay, wir haben also keine Kämpfer. Your basic defense is to build walls, either around the entire village or in strategic places. Simply choose the leftmost building category and then select a plank wall. Walls are built by choosing a start and end point. You can also snap them to each other to ensure there are no gaps. Watch the small blue indicator to see it snap. Stronger walls will stand up to more damage before they are destroyed, but cost more resources to build. Build a plank wall of some length to try. Okay. Genau jetzt kriege ich natürlich mehr Nachrichten, auf die ich den ganzen Tag warte. Aber wir sind wieder auf Lowest. Wenn das normal. Wobei in dem Fall kann man es immer besser faster. Oder the fastest. Weil wir sind ja eigentlich durch das Tutorial da. Und spielen das dann gleich im Sandbox-Game. Watchtowers are another option you have. Unlike walls, they only benefit you if you man them during the day, sending one peasant to look out over the forest. Watchtowers can warn you about monster activities in the forest and the direction they have been seen in, giving you more information about where to place your defenses. Spotted activity does not necessarily mean monsters will come that night. They could also come in one of the next nights. Watchtowers also give a small bonus to gathering activities as they can guide gathering peasants. Build a watchtower now. You may have to wait until your workers are finished building the plank wall, so speed. Finally, if you expect a strong attack but are out of time to build a sturdy wall, you can simply pile up wood and set it on fire. The burning pile, found as the rightmost icon in the defense buildings, will last for only one night, but will deter almost all monsters. It otherwise works just like walls. So, das heißt, wir bauen jetzt einen Watchtower. So sehe ich ein Monster. Würde mich interessieren, wie die Monster aussehen. Es fühlt sich jetzt sehr wie ein Sandbox-Game an. Also, die Kampagne kann man halt direkt vorstellen, weil es ist Tutorial schon eher wie ein Sandbox-Game anfühlt.
Zumindest meiner Erfahrung nach von Spielen. Und die Nächte vergehen echt schnell. Die Tage vergehen echt schnell. So, wir bleiben jetzt trotzdem fast. Ich glaube, dass mir das angreift, oder? Und wenn was ist, zu spät. Ja. So, das heißt, wir können den jetzt bemannen. Okay. You can also position other buildings strategically, putting those you wish to protect into the center of the village. Monsters will attack the first building they encounter, and only some strong monsters will continue onwards into the village, even if they destroy their first target. Do note that some monsters will ignore some buildings. Fields, for example, are often simply passed through by stronger monsters. Okay. And those are the basics of defense. Und will jetzt gerne warten, ob der was meldet. Also wie man die Meldung vorstellen kann. Inzwischen ich glaube, das hier eigentlich und das hier sind. Bis jetzt scheint er nichts bemerkt zu haben. Ich meine, wir könnten jetzt theoretisch noch zusätzlich also jetzt ja eigentlich bestärken, weil er die guiden kann. Also lenken kann. Aber ich hätte halt gern so eine Meldung. Weil im Moment nicht wirklich sagen kann. Was es jetzt damit auf sich hat. Wobei wir aber das im Sandbox-Modus dann spielen. Wir probieren es nach dem Sandbox-Modus. Also hier. Ah, Freeplay normal und das ist nur Sandbox. Verstehe. Dann gehen wir You zu have learned Advanced the basics Buildings. of gameplay now. Some buildings in the village serve to improve others and allow you to be more efficient. Mastering them and finding the right balance between investing in their construction and spending your resources on other things is the secret to surviving the more challenging levels. Learn about those buildings now. Okay. Do you remember fields and how they grow food? Their downside is that they are sensitive to a lack of rain. The well can offset that. Building a well allows you to man it, up to 3 peasants. When it doesn't rain, your peasants will water the fields. If you have many fields, you may need more than one well. Build a well now, then man it and see it in action. Mann, du schon drin. So, glaube ich. Jawohl. Man kann einen Brunnen. Man kann wirklich einen Brunnen bemannen? Der ist einfach nur dafür da, oder was? Ich bin gespannt. Drei Leute für Brunnen absetzen ist aber... Okay, aber wir schauen uns das an. Dann ist das das Zeichen dafür, dass trocken ist wahrscheinlich. Oder? Das könnte das Zeichen dafür sein, dass trocken ist.
Ist ja noch nicht mal fertig. Wie lange braucht der Brunnen? Ja, es ist das Trockenheitssymbol, okay. The carpenter and stonemason improve the efficiency of wood and stone gathering, respectively. The more workers you assign to them, the greater the benefit. The smithy, on the other hand, and the smelter to a smaller extent, allows you to use metal at all. Your peasants can mine ore in the forest, but without a smithy or smelter, that ore never becomes usable metal. The depot and lumberjack allow you to assign peasants to gathering tasks permanently, instead of sending them out again and again manually. Simply assign them to the building in the same way you man a well or watchtower, and they will constantly gather food or wood for you until you unassign them. Build a lumberjack now and add 2 peasants to wood gathering duty. Die Hand war wahrscheinlich das voll ist. Glaube ich jetzt. Also, dass ich nichts mehr damit anstellen kann. Ja, aber brauche ich den Brunnen dann eins nur, wenn ich wirklich befüllen möchte? Das wäre logisch. Ja, okay. Die brauche ich wieder nur, wenn ich befüllen möchte. Verstehe. Dann würde ich sagen, bauen wir den hier weiter und wir. Oh, ich würde nicht 5 Leute dahin schicken, aber okay. Okay. So geht's ab. There are more advanced buildings, such as the market, which allows you to trade resources for coins and vice versa, or the tavern, where you can spend coins to hire sellswords to go into the forest and reduce the monster threat somewhat. Those and other more advanced buildings you can now figure out on your own, because you have all the basics and are ready to face. Ich will nicht sagen, aber ich fühle mich nach diesem Tutorial nicht safe, das zu spielen. A small hamlet for a few houses and fields, moderate threat level, okay? Ein langes Level, 30 Tage? Okay, also speichern, so gibt es Probleme. Mhm.
Nehmen wir das Simpelste. Für den Start. Okay. Dann würde ich sagen, wir schicken mal 3 Leute dafür aus. 3 Leute dafür aus, 3 Leute dafür aus. Oh. Wir schicken noch mehr Leute. Wird der Rest gleich mal repariert. Er hätte vielleicht damit auch schicken können. Gut, das ist verschlafen. Dann hätte ich gerne mal hier 3 Leute. Okay. Essa Palisade. Ein Watchtower. Der ist haben so weit. Wir brauchen einen Watchtower. Damit ich weiß, auf welche Richtung die kommen. Ein Stonewall brauche ich glaube ich nicht unbedingt. Ich liebe es, wenn du so einfach von Haus aus. Das klingt nicht blöd, aber das machen wir dann am nächsten Tag. Weil die können es jetzt zeitlich bauen, weil sind ja alle beschäftigt. Und das ist so verwirrend, wenn du einfach erschlagen wirst von jeder Menge Möglichkeiten. Okay, Guard. Milch. Wir haben jetzt dabei, was haben wir da für Felder? Das ist Wheat, Cabbage, Wheat. Okay, dann bauen wir noch ein Dingfeld dazu. Ich bin irritiert. Aber, ja gut, ich bin kein Fan davon, wenn man einfach mal an Möglichkeiten erschlagen wird. Aber es ist ein Early Access, also das Tutorial war ja relativ minimalistisch. Das heißt, er wird wahrscheinlich dann in der Story erstmal näher bringen dann. Und die aber noch nicht da ist. Kann man dann halt wirklich, nachdem was es dann ist, beurteilen. Aber schaut jetzt schon sehr interessant aus. Was bis jetzt vage ist. Das Pharmaka. Aber ich noch hin und her gerissen bin, ob der Mechaniker, gell? Aber wir werden jetzt auf diesem Feld. Aber es sind noch so viele Sachen zu erledigen. Dann warten. Ich bin immer hin und her gerissen. Aus maßloser Überforderung und ich hätte gerne einen Turm mal, damit ich ungefähr weiß, wie die Meldung ausschaut, wo, aus welcher Richtung wo was sein sollte. Im Moment kann ich einfach den Wald abgeben und ich sehe dann Viecher. Schaut das aus. Aber das Spiel ist sicher von Cabin in the Woods, The Village inspiriert. So. 5 Leute hier rein. 5 Leute da rein. Perfekt.
Gleiche gibt es wahrscheinlich dann auch mit Wheat, Cabbage, das ist wahrscheinlich Carrot Feld und so. Oh, wow. Okay, okay. Das kann natürlich helfen. Positiv. Okay. Was ist mit Chicken Pan? Gibt's für die... Das wäre dann der für... Okay. Das heißt prinzipiell, dass man hinter mir gleich ins Bild tritt. Oder auch nicht. Ja, ich nehme auf, während Besuch hier herrscht. Aber die Verwandtschaft muss ab und an warten. Oh, Wölfe. Okay. Und 5-mal Ratten. Es ist schlecht. Okay. Ist halt schon niedlich auf, ne? Das heißt, wir werden es gleich reparieren. Wir werden da oben natürlich die Mauer bauen und... Halb so wild, halb so wild. Beyond Repair. Gut, dann müssen wir es demolischen. Da setzt man bitte jetzt jemanden rein. Die holen wir uns. Können wir die ja schon farmen? Die können wir farmen, perfekt. Da werden wir hier jetzt original einfach ein Karottenfeld hinbauen. Und gleichzeitig werden wir hier oben jetzt das ist jetzt ein Witz. Wie wenig Holz habe ich. Gut, dann die Leute gehen jetzt eh arbeiten, ne? Ja, die gehen arbeiten. Passt. Dann werden wir jetzt zusätzlich noch 6 Leute hierher schicken. Und den Rest bitte einmal hier. Der Palissaden bauen lassen. Da oben sitzt der Seher drin, ne? Ja, passt. Dabei sollten alle meine Leute jetzt beschäftigt sein, oder? Ja, sind sie, passt.
und schließen nach oben jetzt auf ab. Suspicious Activity, da oben, okay. Okay. Ich bin gespannt. Jetzt schlagen die ja eigentlich. Okay, sie können drumherum laufen. Das ist scheiße. Ich bin doch etwas irritiert. Warum? Wieso sollte dann also ja, ich muss direkt die Mauer bauen. Und das kommt auch fertig. Hm. Ich schwank noch. Bis ich die Mauer mal gebaut habe. Wieder so viel Zeit vergeben, dass man nicht sicher bin, ob das gut ausgeht. Ich kann natürlich auch zu blöd sein für das Spiel im Moment. Weil im Moment bin ich ein bisschen davon überfordert, dass du zu sehr reingeschmissen wirst und einfach alles bauen kannst. Oder ich bin zu sehr in andere Spiele, die ich gerade aufnehme, drin. Wir kommen darauf zurück. Und werden das hier aber erst beurteilen, wenn die Story da ist. Ich meine, im Moment ist es. Die Mechanik ist da, aber es ist too unbalanced. Es ist ja Early Access, es ist auch wieder kostenlos, aber es ist too unbalanced, finde ich persönlich jetzt mit dem. Du kriegst eine Mission, du wirst reingeschmissen. Ich könnte es jetzt Ewigkeit so weiter spielen, quasi, dass die Gebäude beschädigt werden, die Viecher werden zwar stärker, meines Wissens, aber jetzt geht das wahrscheinlich nicht mehr aus, gell? Ah doch. Jetzt bin ich gespannt. Weil es hieß ja, dass das jetzt abwehrt. Wenn was kommt. Wenn jetzt nichts kommt, werden wir jetzt noch Holz und Nahrung sammeln. Einfach an Holz, damit wir die Palisade fertig bauen können. Ich bin gespannt, ob der Wachturm hier
in die andere Richtung sieht. Oder ob ich dafür einen zweiten brauche. Aber es kommt scheinbar nichts. Das ist gut. Also der ist jetzt leer dann. Weil wir sind jetzt eh schon bei einer guten Dreiviertelstunde. Dann würde ich sagen, wir beenden es hier aber. Wir werden das, wie gesagt, nochmal spielen, sobald die Story da ist. Die das gestaffelt Gebäude für Gebäude dann wahrscheinlich zutage führt. Und erst daran aufhängen, weil im Moment wäre es ich weiß nicht, im Moment lässt sich das Spiel ein bisschen zu sehr mit allem hängen. Mein Geschmack jetzt. Weil es einfach schlichtweg nicht wirklich was erklärend ist. Kann jemand mögen. Ich mag jetzt zum Beispiel bei Brettspielen das hier, wenn nicht alles an der Hand geführt wird und du sehr viele Möglichkeiten hast. Experimente zu starten und vielleicht andere Lösungswege zu finden. In Videospielen geht es halt selten auf. Und man spürt halt hier auch wieder warum. Wir werden es aber drauf halten, über den followen und schauen, was die Updates bringen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Euer Neverus. Bye bye.